Sani, du hattest jetzt, du bist ja mittlerweile, wie sagen wir, Expertin für das Thema So denken Frauen. Ja, Warum kannst du dich als Expertin für das Thema So denken Frauen bezeichnen? also ich hatte natürlich jetzt bis dato habe ich mich auch so privat so ein bisschen damit beschäftigt, wie zum Beispiel Frauen ticken, weil ich zumal auch selber eine Frau bin und weiß Echt? auch, dass sie ja Krass. manchmal nicht so ganz unkompliziert sind, sage ich mal. Wow, was eine Erkenntnis. Ist ja wahrscheinlich noch nicht so aufgefallen. Nee, gar nicht. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich mich auch in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel damit beschäftigt habe, wie Frauen so ticken, wie die Psychologie von Frauen ticken. Und jetzt hatte ich auch einige Coachings hinter mir, auch mit Männern, wo ich dann natürlich deren Problematiken analysiert habe. Und dann habe ich dementsprechend auch so, ja, in vielen Fällen so Muster erkannt bei vielen Frauen. Und daher ist halt so eigentlich das Thema gar nicht so witzig. Aber ich finde das gerade so witzig, weil ich selber eine Frau bin. Manchmal denke ich, für mich selber bin ich gar nicht kompliziert. Aber ich kann es dann natürlich verstehen, wie kompliziert das Ganze immer für euch Männer so ist. Wo ich jetzt dann zum Beispiel die Coachings hatte und die natürlich wirklich über Probleme sprechen, wo ich sie dann anhöre und denke mir so, krass, es ist echt nicht einfach für euch sehr oft, Mhm. um dieses komplexes Thema zu verstehen. Ja. Und deswegen würde ich gerne, also, oder ich bezeichne mich auch als Experten, aber ich auch selber also ich eine Frau bin, ich weiß auch, wie Frauen ticken, wie fühlen, wie manchmal, was sie sagen, was sie meinen. Und durch diesen Thematiken, die ich jetzt auch in der Vergangenheit auch selber hatte, weiß ich auch, welche Struggle so ihr Männer habt. Und durch das Coaching wurde mir noch alles krasser, bewusster, äh, vor welche Herausforderungen auch in der Ehe, in der Kennenlernphase, beim Schreiben, beim Tippen, ihr manchmal so steht. Ich denke, es ist halt vor allem sehr wichtig für dich als Coachin, eine gewisse Vogelperspektive zu haben oder auch eine gewisse Fähigkeit zu haben, eben Sachen zu reflektieren, Mhm. ähm, weil du bist ja nicht nur, sag ich mal, in dieser Frau gefangen, sondern du kannst dich auch selber von der Seite so ein bisschen sehen. Du verstehst so ein bisschen besser, okay, warum denke ich jetzt in diesem Moment so oder warum handle ich jetzt in diesem Moment so? Und ich meine, viele Frauen sind halt, sag ich mal, oder auch allgemein viele Menschen sind halt sehr in ihrem eigenen Kopf gefangen. So, die können sich nicht selber so ein bisschen rauszoomen und so verstehen, okay, meine erste Reaktion ist die und dann machen die halt so ein bisschen so, ich sag mal, tierische Instinkte, die halt irgendwo halt immer noch in uns drin sind, die halt direkt auch zu irgendeiner Mhm. Reaktion führen, wenn irgendwas passiert. Oft braucht man aber kurz mal eine Pause, um zu reflektieren, okay, warum denke ich jetzt so oder was könnte passieren oder so ein bisschen diese Fähigkeit auch einfach zu haben. So. Und ich denke, oder ich weiß ja auch, du hast einfach diese Fähigkeit selber so ein bisschen reflektiert zu sein, zu dir selber. Ähm, und solche Situationen einfach mal von der neutralen Perspektive zu analysieren, okay, du verstehst dann halt einfach viel besser so, wenn sich zwei Menschen, jetzt ein Paar zum Beispiel, jetzt trennen oder streiten oder wie auch immer, wie denkt der Mann in der Situation und Mhm. warum handelt die Frau jetzt eben so und wiederum handelt der Mann jetzt eben so und was ist einfach die Lösung, um das Problem einfach zu lösen oder wo ist genau das Ja. Problem? Wie ist es so ein bisschen, für meinen Kopf ist halt viel Mathematik, so ein bisschen halt. Wie siehst du diese Problematiken, wenn du versuchst, einfach diese neutrale Position einzunehmen und dementsprechend den Menschen halt in solchen Situationen zu helfen? Also ich sage immer so, jeder Mensch hat so Frau-Mann-Dynamik ist immer so ein Thema, aber ich finde so, jeder hat so eine eigene Streitkultur. Es gibt Menschen, jetzt auch beim Coaching wurde mir auch zum Beispiel bewusst, es gibt Menschen, die wollen das Problem sofort lösen und es gibt Leute, die ziehen sich erstmal zurück, die wollen sich erstmal damit ein bisschen auseinandersetzen, die reflektieren nicht und dann wollen die haben einfach komplett eine andere Streitkultur. Und ich dann natürlich versuche erstmal auch so die Situation zu analysieren, dass ich auch verstehe, wie die Personen so, was die für eine Streitkultur haben.
sehr oft frage ich auch so, was in der Vergangenheit war, aus welchem Elternhaus sie kommen, weil das spielt auch immer so eine Rolle. Man darf es einfach nicht vergessen. Die Streitigkeiten, die unsere Eltern hatten, die unsere Vorfahren hatten, das hat uns in unserer Kindheit auch sehr geprägt. Und sehr oft, wenn die jetzt zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, letzte Woche, wo ich so einen Coaching-Teilnehmer hatte, dann hat er auch erzählt, so Eltern, geschieden, Pflegefamilie oder was auch immer. Das heißt, diese Person ist einfach auch so eine andere Streitkultur gewohnt, so dass diese Person vielleicht auch nicht so sich so ernst genommen fühlt, wenn eigene Bedürfnisse werden nach hinten geschoben oder die traut sich gar nicht zu sagen, weil die einfach unsicher ist vom Elternhaus schon, dass die Eltern so sie einfach weggegeben haben oder sonst was. Das sind so Sachen, ich finde das super spannend, weil ich lerne dazu einfach wirklich sehr, sehr viel über Psychologie generell von Menschen, wie die ticken und auch über Frau-Mann-Dynamik. Und ich versuche erstmal als neutrale Person erstmal die Situation einfach wirklich zu analysieren. Erstmal, dass ich einfach die Backgrounds von den Leuten weiß. Wie sind die groß geworden? Wie ist deren Streitkultur? Zum Beispiel bei mir ist das so, ich bin so ein Mensch, ich würde gerne die Sachen eigentlich direkt klären wollen. Aber ich weiß, es gibt Freunde von mir, die ziehen sich erstmal 2, 3 Tage zurück und dann kommen die auf mich zu und dann sagen die, ach, weißt du noch, zuletzt, als wir darüber gesprochen haben, es ist für mich nicht Schnee von gestern, aber ich will das dann eigentlich direkt klären, weil ich will einfach gar nicht so, sag ich mal, mit Streitigkeit oder ungutes Gefühl ins Bett gehen oder schlafen, weil ich bin so ein Mensch, mich beschäftigt das die ganze Zeit. Ich kann da nicht sagen, ach, ich schiebe das nach hinten, wir reden morgen oder so darüber. Für mich ist das so, wenn ich ein Problem habe, ich will das sofort klären. Und weil ich dann einfach sofort dafür versuche, eine Lösung zu finden, ob das schlecht ist oder gut ist, sei es mal ein bisschen dahingestellt, weil manchmal man ist auch in dem Moment vielleicht sehr emotional, vielleicht reagiert man über oder sowas und das sehe ich auch sehr oft, zum Beispiel, wenn ich diese Coaching habe mit den Männern, dass ich dann einfach sehr oft diese Muster auch bei Frauen erkenne. Und sehr oft erkenne ich auch zum Beispiel Muster, wie der Mann versucht dann sehr lösungsorientiert zu sein, wenn die ein Problem haben. Der Mann möchte das eigentlich sofort lösen, aber die Frau möchte erstmal darüber reden. Und er will eigentlich gar nicht darüber reden. Erstmal ein bisschen Drama. Sie will nicht, nein, Drama ist auch das falsche Wort. Sie will einfach darüber reden. Sie möchte einfach so die Sachen nochmal besprechen. Und sehr oft wollen die Männer eigentlich gar nicht darüber reden. Die wollen das Problem lösen. Und sie fühlt sich dann emotional gar nicht abgeholt, weil sie dann sagt sowas wie, du willst direkt lösen, aber lass uns doch darüber reden. Aber er will eigentlich gar nicht darüber reden. Da fängt schon ein bisschen das Problem an. Deswegen muss man einfach versuchen, dann beiden Seiten zu verstehen. Und was sehr oft so auch das Problem ist, zum Beispiel, dass Männer gar nicht so eine Selbstreflexion haben, in dem Moment nicht. Wenn was ein Problem ist oder so, dann die reflektieren das nicht. Die reflektieren erst, wenn die Frau gegangen ist oder wenn die Beziehung vorbei ist. Dann fangen die an, die Situation zu analysieren, jede kleine Details hinterfragen, was hat das Ganze dazu geführt, dass wir jetzt auseinander sind. Dann erst, aber nicht in der Beziehung. Und das führt dann sehr oft dazu, dass es dann einfach zu spät ist für eine Beziehung. Und solche Sachen finde ich echt so spannend, weil ich einfach so für mich immer wieder so klar wird, wie komplex das Thema ist, Frau-Mann-Dynamik. Wie viele Menschen tagtäglich miteinander zusammen sind, sich lieben, aber aufgrund von mangelnder Kommunikation oder Verständnis füreinander dann irgendwann die Gefühle weggehen oder sich dann trennen. Was ist dann so die Lösung? Du hast ja gerade dieses Beispiel erwähnt, der Mann versucht dann erst, nachdem die Beziehung irgendwie schon vorbei ist oder sag ich mal so, wo es schon zu spät ist, daran etwas zu ändern. So, was ist so ein bisschen dein Ansatz dann hier? Das heißt, was würdest du dem Mann empfehlen? Halt natürlich, wenn es schon vorbei ist, natürlich schon vorbei, aber das ist ja genau dieses Thema. Du versuchst ja dann irgendwo da rein zu grätschen und sagen, hey, schau mal, hast du mit deiner Frau geredet? Ja, aber sie will nicht mit mir reden. Ja, schau mal, du musst dann das und das. Oder gibst du dann so aktiv Tipps, wie kann er genau dieses Problem lösen? Oder wie ist da dein Ansatz? Also da gibt es natürlich auch so Techniken,
weil wo der Typ oder wo der Mann natürlich versuchen sollte oder wie er rangehen sollte, dass er mit der Frau redet. Weil sehr oft ist das so, wir Frauen, wir verschließen uns nicht, weil wir dann sagen, okay, ich möchte nicht darüber reden oder so. Es ist einfach so eine Selbstschutzreaktion, dass wir sagen, ach, du kennst sicherlich auch so, der Mann sagt, ist alles gut und sie sagt so, ja, alles gut. Oder ist was? Nein, ist nichts. Ja. Oder keine Ahnung, wollen wir reden? Nein, gute Nacht. Der denkt sich so, ja, okay, ich hab's versucht. Sie wollte jetzt nicht reden, so. Und das Was sollte man in heißt, so einer Situation tun? ist halt so super komplex, weil Das ist eigentlich, geisteskrank ich würde gar nichts verstehen. weil du würdest dir denken, okay, ich habe morgens mit ihr gesprochen, ich habe mittags mit dir gesprochen, ich habe abends mit dir gesprochen und jedes Mal sagt sie, alles ist gut, lass mich in Ruhe, es ist getan, mach, was du willst, ist mir egal, mach, was du meinst so. Und du würdest dir wahrscheinlich in dem Moment denken, okay, du verstehst die Welt so nicht. Und Ja. ja, und sehr oft ist das aber, liegt aber auch wirklich daran, dass wir Frauen natürlich auch sehr oft uns irgendwie auch schützen wollen. Wir wollen auch die Situation nicht, dass so eskaliert oder so. Und sehr oft in dem Moment, wenn sie natürlich sich so verschließt, ist es deine Aufgabe als Mann proaktiv da eigentlich zu agieren. Und ja, und wenn sie erstmal nicht reden will oder so, du musst auch der Frau einfach ein bisschen Zeit und Raum geben, dass sie erstmal klarkommt. Und sehr oft versuchen dann die Männer in dem Moment auf Krampf mit ihr zu reden, was eigentlich auch voll falsch ist, weil in dem Moment, wenn sie sagt so, nee, alles ist gut, lass mich in Ruhe oder so, dann musst du sie eigentlich erstmal in Ruhe lassen. Einfach nicht jetzt, sag ich mal, auch kein Drama suchen oder Vorwürfe oder ja, du sagst doch, wir sollten reden und jetzt redest du selber nicht. Das bringt einfach alles nicht. Erstmal einfach muss man einfach die Situation neutral betrachten, einfach alles ruhen lassen und dann natürlich ist es einfach deine Aufgabe als Mann so, dass du einfach proaktiv versuchst, dann natürlich irgendwie versuchen, an ihr ranzukommen, in dem Sinne, dass du einfach so vielleicht etwas liebevoll bist, etwas aufmerksamer bist als sonst, dass du einfach, so klingt bescheid, also so eine Streicheleinheiten machst, dass sie dann wieder sich öffnet und mit dir redet. Und da fängt einfach das Problem an, dass viele Männer dann einfach erstmal gar keinen Bock haben. Die sagen, ich habe doch 3, 4 Mal versucht, mit ihr zu reden, sie redet nicht. Also was soll ich jetzt machen? Dann rede ich auch nicht so. Und die versuchen dann also so ein bisschen kindlich zu reagieren, So Konter zu trotz, geben. ja, aus Trotz. Ja, sie wollte nicht reden, so nach dem Motto Pech gehabt, jetzt rede ich auch nicht. Aber so wird diese Dynamik gar nicht funktionieren. Und das merke ich dann immer wieder auch, natürlich auch bei den Fällen, die ich dann mit den Männern durchgehe, dann merke ich mir auch so, hey, du hast jetzt eigentlich alles viel schlimmer gemacht. Du hast eigentlich viel, viel schlimmer gemacht, als du hättest vielleicht die Situation in 2 Tagen also wirklich lösen können. Aber jetzt bist du an so einem Punkt, es wird echt schwer, so Da das wieder Ganze zu rauszukommen. knacken, ja. Was ist dann der beste Zeitpunkt, in Kontakt mit dir zu treten? Das heißt, wie gesagt, ich hatte zum Beispiel jetzt einen Streit als Mann. Die reagiert voll über. Ich denke mir so, ey, kein Bock auf die Alte. So, ich mache einfach meine Sachen weiter. So. Dann wird es alles noch schlimmer, wie du schon sagst. Mhm. Wann sollte ich dann im besten Fall sozusagen zu dir kommen? So, das heißt, meistens in diesen Momenten ist ja genauso der Punkt, so, ach, klärt sich schon irgendwie oder wird schon wieder alles gut Ja. so. Man merkt ja auch erst, sag ich mal, das ist ja genau der Punkt, man merkt ja auch erst, sobald es zu spät ist, oh fuck, es ist zu spät. So, weißt du, weil Leider, sobald die ja. ihre Sachen packt und halt du kommst nach Hause und die ist weg und denkst dir so, oh shit, diesmal war es halt wirklich ernst. Die hat nicht einfach nur geblufft, dass sie jetzt, ja, ich gehe bald und so. Ja, diesmal ist halt wirklich passiert und dann ist halt der Moment so, ah fuck, wo ist Zahn, ich brauche jetzt ihre Hilfe. So, Ja. weißt du? Im besten Fall wäre es natürlich schon davor passiert, bevor das halt zu diesem Eskalationspunkt gekommen ist. Ja, oder? das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, was du gesagt hast mit, du kommst nach Hause und sie hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Und bei meinen Teilnehmern ist das jetzt auch schon, hatte ich schon sehr oft so den Fall, wo der Mann zum Beispiel sagt, sie hat mir das eigentlich 2, 3 Mal so ein bisschen angedroht, so nach dem Motto, ja, irgendwie macht das Ganze zwischen uns gar keinen Sinn. Also so, nicht, sie hat nicht Schluss gemacht, aber so ein bisschen angedeutet. So, vielleicht sollten wir uns trennen, vielleicht sollten wir uns eine Auszeit gönnen oder sowas. Und das nimmt der Mann in dem Moment nicht so ernst, weil er denkt sich, ach, das ist eine Frau, vielleicht
irgendwelche Hormonschwankungen hat sie heute und morgen ist wieder gut. Es ist auch morgen wieder gut. Kann auch sein, dass sie morgen wieder eine andere Person ist, aber sie hat das mal angedeutet. Und ihr Männer nimmt das in dem Moment gar nicht so ernst, weil ihr denkt so, ach, gestern wollte sie Schluss machen, heute ist alles wieder gut, es ist alles gut. Aber in dem Fall ist es eigentlich gar nicht gut, weil sie hat das schon angedeutet. Das heißt, in ihrem Kopf hatte sie schon mal damit gespielt, Schluss zu machen. Und ihr nimmt das halt nicht so ernst, weil ihr denkt, okay, ist alles cool so wieder. Und dann kommst du ja nach Hause und dann hat sie wirklich ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Und weil wir Frauen machen schon Schluss, also wenn ich mit dir heute Schluss machen sollte, sei mal sicher, dass ich eigentlich vor 3 Monaten schon mit dir in mein Herz schon Schluss gemacht habe als Beispiel, weil man das eigentlich schon vorher macht. Und man klar 1, 2 Mal sagt, okay, man geht, aber man geht nicht. Also das heißt, die beste Zeitpunkt, also generell so eine Coaching zu nehmen oder an sich zu arbeiten, an der Beziehung zu arbeiten, ist es nie aufhören, an einer Beziehung zu arbeiten, nie aufhören zu investieren. Ich meine, du kennst das sicherlich auch, wenn, wenn du eine Frau kennenlernst. Am Anfang bist du als Mann sehr bemüht, sie zu erobern, sie zu bekommen, sie zu deiner Freundin zu machen, zu deiner Frau zu machen, von mir aus sie zu heiraten. Und irgendwann hast du das Gefühl, du hast sie. Sie ist da, morgens ist sie da, abends ist sie da, sie kocht, sie ist bei dir, ihr macht zusammen, unternehmt was. Und irgendwann kommt der Alltag und du denkst dir als Mann, irgendwie, sie gehört mir so als Beispiel. So, du nimmst das Ganze für selbstverständlich und da hört einfach, eigentlich, da fängt es einfach an, dass das Ganze in die Brüche geht. Und sehr oft ist das der Fall, dass sie dann irgendwann 10, 11 Jahre verheiratet sind. Es war alles cool. Der Mann hat einfach aufgehört, irgendwann zu investieren. An sie, an sich, an der Beziehung. Und sie dann irgendwann fängt sie an zu meckern, zu sagen, hey, du könntest doch mal zum Sport gehen. Oder wir könnten mal doch dieses Zimmer anders machen. Oder wir können das Ankleidezimmer anders machen. Sie kommuniziert immer manchmal auch so komplex durch die Blume. Wir könnten. Und du denkst dir als Mann, könnten wir, aber könnten wir auch nicht. So. Du denkst dir einfach, okay, wir könnten, aber wir müssen ja nicht so. Das heißt, diese direkte Kommunikation ist nicht da und du dir dann einfach denkst, okay, das war ein Wunsch. Das war ein Wunsch, dass sie dieses Zimmer vielleicht anders haben wollte, aber das war jetzt nicht eine Aufforderung zu sagen, hey, lass mal das Zimmer anders machen. Ich weiß, das ist einfach immer so Themen, je nachdem, was das eine Frau ist. Zum Beispiel, wenn sie ein bisschen unsicher ist oder von einem Elternhaus kommt oder dass vielleicht in ihrer alten Beziehung war sie mit jemand zusammen oder ihr Vater war vielleicht so einer, wenn sie direkt kommuniziert hat, ist er vielleicht ausgerastet oder er wurde vielleicht gewalttätig. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, warum manche Menschen dann nicht so direkt reden können. Ich würde zum Beispiel sagen, ey, lass mal das Zimmer anders machen. Ich würde direkt kommunizieren, weil ich weiß, der Mann würde das genauso verstehen. Wenn ich ihm sagen würde, wenn ich ihm die Wahl geben würde, wir könnten das Zimmer anders machen. Er würde denken, könnten wir, Schatz, könnten wir aber auch nicht so. Also würde er sich denken und dann wäre das Thema durch. Aber jeder Frau ist so ein bisschen unterschiedlich und deswegen ist auch so wichtig, als Mann auch die Psychologie von Frauen zu verstehen. Und bei meinem Coaching geht es eigentlich eher darum, diese ganze Muster zu erkennen, die Psychologie zu verstehen und wir würden auch gerne, dann sage ich mal, deine Beziehungsthemen richtig bearbeiten. Das heißt, ich sage immer, so eine Coaching lohnt sich immer. Es lohnt sich am Anfang der Beziehung, es lohnt sich beim Kennenlernphase, es lohnt sich, wenn es kracht, es lohnt sich auch, wenn es vorbei ist. Wenn es vorbei ist, du willst wieder der Mann sein, der vielleicht dich selber möchtest du mental aufbauen, du möchtest wieder dein Selbstbewusstsein haben, du möchtest wieder für Frauenwelt so interessant werden, du möchtest vielleicht die Schuldgefühle, die du in einer Beziehung hattest, vielleicht möchtest du die klären, die lösen. Und das heißt, dafür lohnt sich auch dieses Coaching. Ist einfach ein komplexes Thema. Man hat ja viele verschiedene Themen, was Männer, sag ich mal, durchmachen in einer Beziehung. Jederzeit lohnt sich dieses Coaching. Ob du jetzt interessiert bist an eine Frau, ob du unglücklich verliebt bist und möchtest sie vergessen, weil deine Liebe wird nicht erwidert, so zum Beispiel. Oder du bist in der Kennenlernphase und möchtest die Frau erobern und möchtest für sie interessant sein. Oder dein Herz wurde gebrochen und du möchtest wieder der Mann sein, der schon mal war. Sani, du hattest mir vor kurzem etwas gesagt, und zwar,
dein Blick auf deine Arbeit hat sich in letzter Zeit irgendwie sehr, sehr stark auch irgendwo verändert. Du hast so ein bisschen besser verstanden, vielleicht auch, warum dieses Thema Coaching, oder beziehungsweise andersrum, du hast eigentlich eher weniger verstanden, warum dieses Thema Coaching auch, sag ich mal, relativ oft negativ angesehen wird, Mhm. weil du selber verstehst, wie viel Arbeit selber dahinter einfach steckt, wenn du diese Arbeit einfach durchführst. Das Thema Coach versus Psychologe. Also du hast ja selber gemerkt einfach, dass deine Arbeit schon sehr fordernd ist. Das heißt, Ach viele, so, viele denken halt, dass Coaching, ja, ach, du machst dich einfach heute auf morgen bist du Coach und ach so, dann ne. verkaufst du irgendwelche Coachings und die Sache hat sich irgendwie gegessen, aber du merkst einfach selber, die Art, wie du einfach an deine Arbeit ja herangehst, ist schon sehr zeitintensiv. Ich meine, du Absolut. nimmst ja auch nicht so viele Kunden an und sagst, boah, ich Ja, habe jetzt hier keine Ahnung, 35.000 Kunden, mit denen ich jetzt arbeite, sondern du musst ja immer wieder in die Lage hineinversetzen, du musst dir ja, sehr viel Zeit dafür nehmen. Das ist psychologisch, du darfst das Ganze irgendwie nicht zu sehr an dich selber ranlassen. ja, ist Das sind, manchmal sehr schwierig. ja, und das Äh, ist halt so dieser Punkt, auch vor allem dieser Aspekt halt einfach, dass du halt bei einem Psychologen halt auch keinen Termin bekommst. Warum ach Leute so, auf einmal auf so einen Coach einfach ja, zurückgreifen ja. müssen. Kannst du vielleicht dazu einfach ein bisschen was erwähnen? Ja, absolut. Also ich meine, das Thema wissen ja viele Menschen, gerade in Deutschland. Wenn du jetzt eine Termine kriegen möchtest beim Psychologen oder bei Eheberatung oder wo auch immer, du musst da wirklich monatelang warten. Du kommst, auch wenn du Privatpatient bist oder so, kann sein, dass du vielleicht innerhalb von 2 Monaten nur so einen Termin bekommst, aber gerade als es ist halt leider so, wenn du jetzt gerade normal versichert bist oder so, dann wartest du auf einen Termin ein halbes Jahr oder du kommst auf irgendwelche Listen oder du rufst 100 Psychologen an und die nehmen dich auf irgendeine Liste, falls jemand absagt, wir melden uns bei dir so quasi. Und ich muss ehrlich sagen, seit ich das Ganze mit dem Coaching oder so mache, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, weil gerade so eine Person wie ich, und mein Coaching ist nicht so 0815, ich erzähle irgendwas. Das heißt, jeder Mann, jeder Unternehmer, jeder Mensch, der zu mir kommt, hat ein eigenes Päckchen zu tragen, ein eigenes Problem, die wir dann einfach individuell lösen müssen. Das heißt, es ist kein Muster oder eine Formel wie in der Schule oder so, was ich gebe und dann ist das Thema durch. Das heißt, natürlich musst du die Situation individuell lösen und ich habe dann einfach gemerkt, es ist wirklich sehr fordernd und viele Menschen unterschätzen das. Sie denken, ach, keine Ahnung, Life Coach oder Love Coach oder whatever, die denken, das ist doch voll easy, man sitzt da und man redet mit denen, aber so ist das ja nicht, weil gerade wenn die Leute dann mit dir über ihre Beziehungsprobleme sprechen, über ihre Dynamik, was die so Elternhaus, was auch immer haben, oder unglücklich verliebt oder so, oder zwischen, keine Ahnung, nachmittags kommt irgendein Chatverlauf, irgendeine WhatsApp-Screenshot, die du mit denen analysieren musst, aus dem Kontext gerissen, denkst du dir, okay, woher kommt das? Und dann kommen ganze Verläufe in so eine PDF-Datei, wo du das Ganze mal durchliest, hatte ich auch schon jetzt ein paar Mal, dann denkst du dir, okay, krass, ich muss mich richtig damit auseinandersetzen. Und das wird einfach sehr, sehr unterschätzt und ich habe das einfach für mich so gemerkt, dass leider Gottes wird sehr oft Thema Coaching sehr negativ bewertet. Das ist aber nur, glaube ich, von den Menschen, die auf der anderen Seite sitzen, die das Problem A nicht haben oder die noch nie eine Coaching gemacht haben. Die sehen das so alles so als sehr leicht. Aber es ist halt nicht leicht, weil wenn du wirklich ein guter Coach sein möchtest oder Coaching, dann möchtest oder Coaching anbieten, dann möchtest du einfach auf jeden Fall auch, dass den Leuten auch wieder besser geht. Und damit den Leuten wieder besser geht, musst du auch das Problem genau analysieren. Und dann hast du damit zu kämpfen, dass du natürlich auch diese Sachen auch irgendwo aufsaugst. Und da muss man dann natürlich auch für sich selber so eine professionelle Distanz zu den Leuten, zu den Problemen haben können, dass du das einfach auch irgendwo nicht mit nach Hause nimmst oder mit ins Bett nimmst. Du kannst es gerne für dich selber analysieren. Nach dem Coaching zum Beispiel schreibe ich immer was dazu, was meine nächste Session sein wird, welche Themen wir besprechen wollen. Aber ich versuche das auch so weit wie möglich auch von meinem Privatleben so fernzuhalten. So. Ich denke, man kann es eigentlich sehr gut in 2 Punkte irgendwie zusammenfassen. Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist auch dadurch, dass ich mit vielen Coaches einfach zusammenarbeite, eigentlich fast nur Coaches, eigentlich bei uns auch, ich habe keine Ahnung, 60, 70% unserer Kunden sind Coaches.
Coaching kommt aus einem, man wird aus einem bestimmten Grund Coach. Und zwar, man hat dieses Problem selber irgendwo durchlebt. So, das heißt, Coaching kommt eher aus der praktischen Sicht. Das heißt, die Leute hatten in der Praxis einfach schon beispielsweise Depressionen, Burnout, waren vielleicht irgendwo übergewichtig, hatten Probleme mit ihrer Beziehung, haben mit Narzissten zu tun gehabt oder sonst was. Und jetzt, weil sie dieses Problem bekämpft haben, werden sie Coaches, um anderen Menschen mitzuhelfen. Das heißt, sie haben einfach in der Praxis dieses Thema durchlebt, sage ich jetzt mal, und können deswegen auch viel darüber reden. Deswegen gibt es, sage ich mal, sehr krass spezialisierte Coaches. Ein Psychologe auf der anderen Seite, ich meine, die meisten Psychologen hatten jetzt vielleicht noch nie Depressionen oder einen Burnout oder sowas. So helfen aber Menschen genau mit diesen Punkten. Es ist aber so ein bisschen anders, das heißt, du tust halt mehr, gehst halt mehr in die Theorie halt rein und tust das Ganze halt lernen. So, du tust ja lernen, du tust dich hineinversetzen, du tust mit viel arbeiten. So. Es ist beides eine verschiedene Herangehensweise an die Sache, so ein bisschen. Ich denke halt, in Psychologie kannst du halt einfach viel mehr größere Aspekte einfach zusammenfassen und viel mehr Aspekte daran irgendwo betrachten. Beim Coaching versuchst du halt einfach als Coach aus deinen eigenen Erfahrungen zu erzählen. Ja. Und das Ding ist halt einfach, ein Psychologe könnte halt dementsprechend aber auch viel mehr Menschen annehmen oder viel verschiedene Menschen annehmen. Du als Coaching kannst halt nicht nur Menschen annehmen, die genau mit diesem Problem auch zu kämpfen haben, das du für dich gelöst hast. Ja. So, das heißt, deine Zielgruppe ist einfach ein bisschen kleiner, aber genau für diese Leute bist du halt einfach perfekt, so wie du bist, oder was du denen halt einfach. Ja, du hast das selber durchlebt. Ja. Und das ist halt was anderes, weil dadurch, dass du selber durch diese Schuhe gegangen bist, kannst du es vielleicht auch dann besser verstehen, was der Gegenüber da durchmacht. Und das ist einfach, finde ich, so das Praxisorientierte. Und beim Psychologen oder bei anderen Menschen, die das vielleicht selber nicht erlebt haben, ist es auch sehr schwer nachzuvollziehen, was der Gegenüber durchmacht. So. Aber ich finde das auf jeden Fall, jeder Mann, jeder Unternehmer, jeder Mensch, der gerade in seiner Beziehung Probleme hat oder mit Frauenwelt Probleme hat oder Frauenwelt als sehr kompliziert ansieht, was ich sehr oft manchmal das auch befürworte, nachdem ich einige Probleme so angehört habe, kann ich das wirklich jedem zu Herzen legen, diesen Rätsel zu lösen. Was hältst du von dem Trick, den manche vielleicht, sag ich mal so, Männer-Coaches machen, um so die so mehr auf das Thema gehen, verstehe die Frau, sagen einfach, egal was die Frau sagt, tu einfach das Gegenteil. Nein. Ich weiß, sehr oft denkt ihr Männer, wenn wir zum Beispiel sagen nein, dann meint sie ja. Sehr oft ist das so. Sie sagt nein, er denkt sich, okay, sie meint ja. Und sehr oft sagen wir nein, aber meinen wir so ja. Danke für diese Erklärung. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Als Beispiel, ich bin in der Küche und putze gerade, man hat ja... Boah, was eine Vorstellung. Geisteskrank. Das ist ja Traum-Szenario. Oder ich bin in der Küche und koche gerade. Als Beispiel, wir sind zusammen in einer Küche oder wir beide sind in einer Küche und ich bin jetzt gerade am Kochen. Ja. Wir hatten einen Streit. Und du bist am Kühlschrank und möchtest dir was zu trinken holen. Ein kleiner Pinguin. Ja, Beispiel. Oder Hanuta oder keine Ahnung was. Und deine Hanuta liegen im Kühlschrank. Nein, Beispiel, keine Ahnung. Du kannst ja was anderes holen. Mix oder so. Auf jeden Fall, ich bin dann halt in der Küche und will was kochen. Du willst zum Kühlschrank, wir was holen. Und in dem Moment wünsche ich mir, wenn wir einen Streit haben, dass du dann einfach kommst und mit mir redest. Okay. Und sag ich mal, keine Ahnung, sagst, hey, lass uns reden oder einfach so diese Nähe. Nein! Nein! Ja! Fass mich nicht an! Nein! Ja. Das soll ich daraus verstehen? Ja. Okay. Ja, und in dem Moment ist das wirklich so, dass eine Frau sich vielleicht wünscht, dass der Typ kommt und mit ihr redet. Und sie dann sagt, wenn er wirklich kommt und dieses Szenario, das passiert wirklich und er kommt wirklich, er will dann halt wirklich mit ihr reden, sie schreit einfach, nein, lass mich in Ruhe. Ja. Und du dir denkst ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und sie eigentlich sich innerlich das auch gewünscht hat, dass er kommt und mit ihr redet. Aber in dem Moment sagt sie so, nein, lass mich in Ruhe, so. Ich verstehe das, dass es sehr komplex ist.
Wenigstens sind wir hier einer Meinung. Ja. So, Schatz, bist halt, nein, lass mich in Ruhe. Ja, das ist wirklich so. Aber in dem Moment meint sie das. In dem Moment möchte sie, dass du vorbeikommst. In dem Moment möchte, dass du so proaktiv auf sie zugehst, mit ihr redest, das Problem klärst oder dass du einfach wirklich so mal zeigst, hey, mir ist das wichtig, das zwischen uns. Mir ist auch wichtig, wie du dich emotional fühlst. Mir sind deine Gefühle wichtig. Aber trotzdem schreit sie, nein, lass mich in Ruhe. Und du denkst ja, okay, was habe ich falsch gemacht? So. Das sind so solche Momente. Was ist die Lösung für sowas? Da gibt's keine, oder? Doch, da gibt es auf jeden Fall eine Lösung und die können wir gerne in meinem Coaching besprechen. Ja. Also Leute, wenn ihr vor so einer Situation steht, dann beim nächsten Mal, wenn ihr vor so einer Situation steht, dann denkt ihr dran an diesen Podcast, an diesen Clip und denkt dann, jetzt gehe ich einmal zu Sunny, die soll mir bitte erklären, wie ich aus der Situation wieder rauskomme. Wenn sie so mit mir redet, so mit mir reagiert, bevor ich keine an die Wand schlage, kannst du lieber ein Coaching bei Sunny buchen. Auf jeden Fall. Okay, Sunny, ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal.